Zachäus, komm schnell herunter. Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Haben Sie Höhenangst? Viele haben eigentlich Höhenangst. Sie wollen nicht gerne oben stehen. Ganz besonders, wenn man halt Großstädte besucht und wo eine Kathedrale da ist oder ein großer Turm, dann gibt es eine Möglichkeit, dass man hochsteigt und von oben her, dass man gut sehen kann. Aber viele wagen das nicht. Sie wollen sehr gerne einfach unten bleiben, weil sie angeblich Höhenangst haben. Das ist nur halt allegorisch zu sehen, wo auch Menschen gibt, die wirklich nicht ganz hoch steigen. Sie wollen nicht irgendwie berühmt sein. Sie wollen sehr gerne einfach weit hinten sitzen oder weit hinten stehen. Sie wollen nicht unbedingt die ersten Plätze einnehmen. Aber es gibt da doch eigentlich alle anderen Menschen, die wirklich ganz oben gehen. Hierarchisch wollen sie sehr gerne ganz vorne stehen. Sie wollen sehr gerne was leiten, was zu sagen haben. Es gibt auch Menschen, die wirklich auch finanziell ganz oben steigen möchten. Es gibt Menschen, die in der Macht, wirklich in der Position ganz oben gehen. Jesus sagt, Zachäus, komm schnell herunter. Eigentlich wollte der Zachäus auch ganz oben stehen. Er wollte eigentlich reich werden. Er wollte sehr gerne als Zöllner der Beste sein. Aber irgendwas fehlt in diesem Mann. Ganz besonders, er möchte sehr gerne Jesus sehen. Warum? Er ist doch ein Wanderprediger. Er stellt einfach die Sachen auf den Kopf und ausgerechnet ihn will dieser kleine Zachäus sehen. Er klettert hoch auf einen Baum und er möchte sehr gerne sehen, wer Jesus ist. Und was passiert? Jesus stellt sein Leben auf den Kopf. Das heißt, er muss schnell herunterkommen. Ich vergleiche einfach mal so in unserem Leben, ganz besonders als die Corona-Situation kam, gab es immer wieder auch irgendwie Verpflichtungen, dass man irgendwie 2 Wochen in die Quarantäne geht. Manch einer hat mir erzählt, diese Zeit, wo die Menschen gezwungen waren, in die Quarantäne zu gehen, war das eigentlich nicht für den Körper gedacht, sondern für die Seele. Dass Menschen wirklich auch zur Ruhe kommen sollen, dass sie wirklich wahrnehmen sollen, welche Rolle Gott in ihrem Leben spielt, weil sie total verzettelt sind in ihrem Leben, dass sie nicht weiter wissen, weil all diese Sorgen der Welt sie so bedrücken. Und in der Zeit kam Corona, einfach denen zu sagen, hey, pass mal auf, ja, geh zur Ruhe, komm runter, damit du überhaupt Gott findest. Aber leider Gottes muss ich sagen, viele haben das nicht so wahrgenommen. Sie haben wieder Fernseher eingeschaltet oder zu Hause irgendwelche Arbeit gemacht. Das heißt, sie waren wieder beschäftigt, damit sie nicht runterkommen konnten. Aber runterkommen ist es sehr wichtig. Dass wir nicht nur halt von der Höhenangst irgendwie unten bleiben, sondern einfach auch für die Gnade, die auf uns zufließen könnte. Was interessant ist in der Geschichte von Zachäus, er kommt tatsächlich herunter, bildhaft von dem Baum, aber Jesus sagt, ich möchte gerne bei dir zu Gast sein, ich möchte gerne zusammen mit dir sein. Das heißt, Gott möchte mit dir sein. Und er macht es, er lädt Gott ein, er lädt Jesus ein und da ist eine Verwandlung. Das heißt, da sagt Zachäus, ich möchte mich verändern. In dem Moment, als diese Begegnung passierte im Leben von Zachäus, war dem Zachäus ein anderer Mensch geworden. Und das ist das. Das heißt, wir sollten herunterkommen. Wir sollten eigentlich von diesem Alltagstrott runterkommen, von unseren Fantasien, dass wir halt groß werden möchten, das und jenes halt erreichen möchten, sollten wir runterkommen. Vielleicht können wir halt Jesus dazu einladen, dann gibt es eine Verwandlung
Veränderung persönlich in unserem Leben.